Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu dem zweiten Schritt in dieser kleinen Videoreihe, wo ich dir zeige, wie man ein individuelles Kundenkonzept für einen Werbefilm erstellt. Wenn du das letzte Video zum Thema Markenattribute verpasst hast, dann schau dir das hier auf jeden Fall als erstes an. In diesem zweiten Schritt wollen wir uns um die Kundenprofile der Zielgruppe des Unternehmens kümmern. Wie man dem Kunden dabei hilft, die richtige Zielgruppe zu finden und wie man diese am besten definiert, das zeige ich dir nach dem Intro. Daher, Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Chat Mastery. Für diese Übung solltest du wieder ungefähr 40 Minuten mit dem Kunden einplanen. Und du wirst überrascht sein, wie häufig Teams eigentlich nicht genau wissen, wer ihre Zielgruppen eigentlich sind. Daher ist diese Übung auch gerne für unsere Kunden oftmals ein richtiger Augenöffner. Das einfache Ziel ist es, die Bedürfnisse des Endkunden herauszufinden und diese dann als Antrieb für das Unternehmen zu nutzen, damit das Unternehmen selber einen Mehrwert für diese Kunden darstellt. Oftmals ist dieser Schritt für das Team etwas herausfordernd, weil sie das Produkt nicht mehr aus der Sicht des Unternehmens betrachten sollen, sondern aus der Sicht des Kunden. Aber gerade diese etwas andere Sichtweise hilft dabei, die Endkunden anzusprechen, weil man anfängt, wie diese zu denken und damit auch deren Bedürfnisse genau ansprechen kann. Und häufiger hören wir hier von Kunden dann auch den Einwand, dass sie nicht genau nachvollziehen können, warum sie sich auf eine Zielgruppe beschränken sollen, weil sie ihr Produkt ja an alle verkaufen wollen. Das Problem dabei ist nur, wenn man probiert, jeden anzusprechen, spricht man meistens gar keinen direkt an. Wenn eine Zielgruppe aber zum Beispiel naturnah sein möchte und du genau diese Worte wieder aufgreifst, indem du sagst, wir bringen dich der Natur näher, dann fühlt die sich direkt angesprochen und du hast deren Aufmerksamkeit. Okay, aber welche Endkunden gibt es nun, auf die man sich fokussieren sollte? Und tatsächlich ist das relativ überschaubar, denn eigentlich gibt es nur 3 Hauptgruppen von Endkunden. Es gibt den aktuellen Kunden, den man daran erkennt, dass er die meisten Einnahmen für das Unternehmen gerade generiert. Es gibt den idealen Kunden, also den Endkunden, den das Unternehmen am liebsten noch stärker ansprechen möchte. Und es gibt den Influencer, der dem Unternehmen dabei hilft, das Produkt an eine größere Community weiterzutragen. Und jetzt geht es darum, diese 3 Endkunden für das Unternehmen genauer zu definieren. Dazu lässt sich jeder Kunde wie so ein Archetyp beschreiben, wie zum Beispiel die fürsorgliche und gesundheitsbewusste Mutter oder der aufstrebende Jungunternehmer. Ein Archetyp ist in diesem Fall ein Stellvertreter für eine größere Gruppe, die sich auf nennenswerte Gemeinsamkeiten zusammenfassen lassen. Das Ziel ist es nicht, hier sich ein Individuum herauszusuchen, sondern zu überlegen, wie sich diese gesamte Gruppe in einer Person manifestiert. Von jedem dieser Endkunden brauchst du zunächst eine etwas genauere Demografie. Die Demografie ist ein grundlegender Überblick, wer diese Person eigentlich ist, welches Geschlecht sie hat, wie alt sie ist, hat sie Kinder, ist sie verheiratet, wo wohnt sie, was für ein Einkommen hat sie ungefähr. Halt die grundlegenden Sachen, um grob zu definieren, wer diese Person ist. Als nächstes hilft dann die Geschichte bzw. die Hintergrundgeschichte dabei, einen Einblick in die Psychologie dieser Person zu bekommen. Welche Persönlichkeit hat sie, welche Werte vertritt sie, welche Meinung hat sie und welche Interessen vertritt sie und sowas in der Art. Am einfachsten ist es hier mit dem grundlegenden Alltag zu beginnen. Also, wo wohnt sie, wie sieht so eine Tagesroutine aus? Dann kann man noch Hobbys oder physische Aktivitäten hinzufügen, die diese Person gerne macht und die sie als Person auch ausmacht. Zum Schluss sollten dann aber immer noch so 1, 2 Punkte hinzugefügt werden, warum sich diese Person mit dem Unternehmen verknüpft fühlt. Als nächstes kann man daraus dann die Bedürfnisse entwickeln, die eine Person mit dieser Geschichte hat. Was braucht so eine Person genau, um die Herausforderungen in ihrem Alltag anzugehen? Also keine Lösung nennen, sondern welche Bedürfnisse dahinter stecken. Das heißt, diese Bedürfnisse sollten immer im Einklang mit der Hintergrundgeschichte funktionieren. Das heißt, eine Person, die sehr beschäftigt ist und wenig Zeit hat, braucht eine Lösung, die möglichst einfach, schnell und durchdacht ist. Hier lassen sich meistens ohne Probleme 6 bis 7 verschiedene Bedürfnisse herausfiltern, die diese Endkunden haben. Der letzte Punkt ist dann, welche Lösungen kann das Unternehmen diesen Bedürfnissen gegenüberstellen? Also wie kann man dieses Bedürfnis erfüllen oder sogar übertreffen? Und das Wichtigste ist, dass man an dieser Stelle nicht zu limitiert denkt, sondern probiert wirklich groß zu denken. Und diese Lösungen müssen sich auch gar nicht auf Film beschränken, sondern können auch sehr offen gestaltet sein, also Software oder Content oder ein Service. Okay, das bedeutet, für den Kunden fertigst du 3 solche Tabellen an, die jeweils aus 2 Zeilen und 2 Spalten bestehen. Und diese Tabellen betitelst du dann mit aktueller Kunde, idealer Kunde und Influencer. Neben die Tabelle beschreibst du dann den Archetypen, der diese Zielgruppe am ehesten widerspiegelt. Du beginnst dann mit dem aktuellen Kunden und mit dem Team zusammen findest du dann heraus, wer diese Person eigentlich genau ist. Also Demografie, Geschichte,
Bedürfnis und Lösung. Und das machst du dann mit dem aktuellen Kunden, mit dem idealen Kunden und mit dem Influencer. Erfahrungsgemäß musst du bei dem Influencer das Team ein bisschen an die Hand nehmen und mit deinen Kenntnissen und Wissen weiterhelfen. Nachdem wir so die eigentlichen Endkunden herausgefunden haben, geht es nun darum, die Top 3 Bedürfnisse der jeweiligen Kunden herauszufiltern. Und lass dir hier von dem Team des Kunden auf jeden Fall weiterhelfen. Das heißt, dass sie dir am besten sagen sollen, welches vermutlich die 3 Top-Bedürfnisse der jeweiligen Kunden sind. Und damit haben wir dann relativ easy die Kundenprofile schon erstellt und herausgefunden, was die Top 3 Bedürfnisse der jeweiligen Kunden sind. Und wie gesagt, hier hören wir auch immer wieder, wie überrascht Kunden eigentlich waren, als sie herausgefunden haben, wer ihre eigentliche Zielgruppe ist. Nachdem wir jetzt die Markenattribute herausgefunden haben und die Zielgruppe genauer definiert haben, gilt es jetzt nur noch herauszufinden, was die eigentlichen Ziele des Unternehmens sind. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und jetzt bleibt mir nur noch das Outro. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da, damit würdest du mir unglaublich weiterhelfen. Und wenn ich mir sogar ein Abo von dir verdient habe, dann drück unten den roten Knopf und aktiviere die Glocke. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.